Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Seit heute Mittag wird in Potsdam wieder verhandelt. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben die Schlichter ja letzte Woche einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der wurde von beiden Seiten immerhin als gute Gesprächsgrundlage bewertet. Bund und Kommunen verhandeln seit Monaten mit Verdi und dem Beamtenbund. Das Ganze begleitet von massiven Warnstreiks. Die ersten 3 Runden waren ja gescheitert. Sollte der Versuch zur Schlichtung an diesem Wochenende auch ohne Ergebnis bleiben, könnten die Gewerkschaften in der Folge zu unbefristeten Streiks aufrufen. Jan Mayer und Katrin Lindner berichten. Sie machen auch heute Mittag Druck. Aus Sicht der Gewerkschaftsmitglieder vor dem Verhandlungsort in Potsdam sind die Arbeitgeber ihren Forderungen nicht weit genug entgegengekommen. Den rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen macht nicht nur die Inflation zu schaffen. Unsere Auszubildenden bekommen wir nicht besetzt, weil sie woanders einfach auch mehr bekommen. Ich arbeite in der Kita und der Personalmangel und der Fachkraftmangel ist einfach so enorm. Und da müssen einfach bessere Bedingungen geschaffen werden. Wir müssen ständig Überstunden machen und die Teams werden immer weiter runter reduziert. Und das ist das Problem bei den Beschäftigten. Zeigen Sie bitte, liebe Verhandlungsführer auf der Arbeitgeberseite, dass Sie junge Menschen schätzen, dass Sie die Kolleginnen in Ihrem öffentlichen Dienst schätzen. Ausgangspunkt der Verhandlungen ist die Empfehlung der Schlichter. Die sieht einen Inflationsausgleich von 3.000 € vor. Ab März 2024 soll es 200 € mehr geben. Anschließend sollen die Löhne noch einmal um 5,5%, mindestens aber um 340 € steigen. Vorgeschlagen wird eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Empfehlung bedeutet allein für die Kommunen einen Mehraufwand von 17 Milliarden €. Die Verhandlungsführer von Bund und Kommunen waren unterschiedlich davon überzeugt, dass es zu einer Einigung kommt. Die Zeiten sind sehr schwierig, deswegen müssen wir sie auch angemessen alimentieren. Ich glaube, das wird uns auch heute gelingen. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich. Das sind Größenordnungen, die vorher nie da waren. Sie wissen, wir sind eine Vereinigung von 16 Landesverbänden. Wir haben die Krankenhäuser mit an Bord, den Nahverkehr, die Sparkassen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessenlagen und deswegen haben wir eine relativ schwierige Ausgangslage. Für Verdi-Chef Wernicke ist es ein Zwischenerfolg, dass die Schlichter zweistellige Lohnerhöhungen für Geringverdiener vorschlagen. Die Gewerkschaften wollen aber weitere Verbesserungen, etwa für Teilzeitbeschäftigte und Azubis. Aber wir sind entschlossen und gehen konstruktiv in diese Gespräche hinein und hoffen, dass auf der Grundlage der Schlichtungsempfehlung eine Verständigung möglich ist. Wir hoffen eben, dass die kommunalen Arbeitgeber auch die Erkenntnis gewinnen, dass jetzt die Runde scheitern zu lassen und dann in die Urabstimmung und einen flächendeckenden Arbeitskampf einzutreten auch keine gute Alternative wäre. Die Gewerkschaften signalisieren Stärke und Entschlossenheit. Der letzte bundesweite unbefristete Streik im öffentlichen Dienst liegt immerhin 31 Jahre zurück. Ob es unter diesem Druck in Potsdam zu einer Einigung kommt, das ist offen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seine eigentlich geplante USA-Reise abgesagt. Stattdessen sitzt er zusammen mit Außenministerin Baerbock im Krisenstab des Auswärtigen Amtes. Die Lage im Sudan macht es erforderlich. Deutsche Staatsbürger sollen dort rausgeholt werden. Ein erster Anlauf dazu war am Mittwoch gescheitert, weil die eigentlich zugesagte Feuerpause nicht eingehalten wurde. In dem ostafrikanischen Staat bekämpfen sich 2 rivalisierende Militärs, die sich vor 2 Jahren noch gemeinsam an die Macht geputscht hatten. Warlords ist der treffende Begriff für diese beiden Männer, die für ihren Machtkampf Millionen Menschen in Geiselhaft nehmen. Luc Walpott berichtet. Glückliche Gesichter heute Nachmittag in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda. Mehr als 150 saudische Diplomaten und ausländische Staatsbürger aus mehreren Nationen konnten den Sudan an Bord eines saudischen Kriegsschiffs verlassen. Gestern war ihr Autokonvoi, begleitet von sudanesischen Armeeeinheiten in der Hauptstadt Khartoum, zur Hafenstadt Port Sudan aufgebrochen, 800 Kilometer die Nacht hindurch. Armeechef Al-Burhan, einer der beiden Kriegsherren, kündigte heute an, er werde auch die Ausreise anderer ausländischer Staatsbürger erleichtern. Wie verlässlich solche Zusagen sind, darüber berieten in Berlin Außenministerin Baerbock, Verteidigungsminister Pistorius und Experten im Krisenstab der Bundesregierung. Im Mittelpunkt Vorkehrungen für eine möglichst sichere Ausreise der Deutschen aus Khartoum treffen. Die Situation sei ernst, so Pistorius. Die Zeit drängt ein bisschen mehr und deswegen ist es gut,
dass wir hier schnell noch mal das letzte Lager-Update machen und uns vor allen Dingen um diejenigen kümmern, die sich die größten Sorgen machen um ihren Aufenthalt bzw. die Beendigung desselben. Die Sorgen sind berechtigt, denn auch die jüngste Feuerpause zwischen den zwei rivalisierenden Militärs, Armeechef Burhan und Milizenführer Daglo, hielt nicht. Stattdessen erneut Explosionen und Schusswechsel rund um den Flughafen. Hier wird seit einer Woche besonders heftig gekämpft. Gleich neben dem Flughafen am Südufer des Blauen Nils befindet sich das Hauptquartier der Armee, gegenüber am Nordufer die deutsche Botschaft. Schwer bewaffnete Truppen der Daglo-Miliz, die gegen die Armee kämpft, haben nach eigenen Angaben eine Zufahrtsstraße zum Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht. Im Telefoninterview mit dem Sender Al Arabiya betonte ihr Befehlshaber Daglo, er werde die Ausreise von Ausländern über den Flughafen nicht behindern. Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts lehnen aber beide Seiten ab. Armee und die rivalisierende Miliz wollen bis zum Sieg kämpfen. Unterdessen wird die Versorgungslage für die Menschen im Sudan täglich schlechter. Es fehlt an Lebensmitteln, Wasser, Strom und Benzin. Die Bürger sind verzweifelt. Keine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Es gibt nur Zerstörung, Gewalt, Plünderungen. Im Nachbarland Tschad, wo bereits 20.000 Flüchtlinge angekommen sind, bereiten sich Helfer des Welternährungsprogramms auf eine massive Krise vor. Wir rechnen mit einem Zustrom von mindestens 100.000 Menschen, vielleicht werden es auch viel mehr. Mindestens 400 Menschen starben nach UN-Angaben bislang in den Kämpfen. Die tatsächliche Opferzahl dürfte aber weit höher liegen. Ein Sonderflug nach Moskau sorgte heute Morgen für Aufsehen. Eine russische Regierungsmaschine war am Berliner Flughafen gelandet, um kurz darauf wieder abzuheben. Eigentlich ist der deutsche Luftraum für russische Flugzeuge aber gesperrt. Inzwischen gibt es aber eine Erklärung für diese Ausnahmegenehmigung, Heinz. Das Auswärtige Amt macht keine Angaben dazu, wer an Bord war. Allerdings wurde bestätigt, dass ein russischer Sonderflug im Zusammenhang stehe mit Gesprächen zwischen Deutschland und Russland über Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen diplomatischen Vertretungen. Das russische Außenministerium warf Deutschland, Zitat, Massenausweisungen von Russen vor, die an diplomatischen Vertretungen in Deutschland tätig waren. Und teilte mit, es würden als Reaktion mehr als 20 deutsche Diplomaten ausgewiesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat härtere Strafmaßnahmen sowie eine Durchsetzung der bestehenden Sanktionen gegen Russland gefordert. In seiner am Abend verbreiteten Videobotschaft sagte Selenskyj, je härter die Sanktionen gegen Russland und gegen die gesamte russische Kriegswirtschaft sind, desto schneller werde der Krieg enden. Die schwersten Schlachten gebe es aktuell weiter in der Region Donezk, darunter in Bachmut. Bilder von dort veröffentlichte das russische Staatsfernsehen. Russland hat nach eigenen Angaben 3 weitere Bezirke von Bachmut eingenommen. Für die geplante Gegenoffensive der Ukraine kündigte Präsident Selenskyj den Aufbau neuer Militäreinheiten an. Die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl 2024, Strack-Zimmermann, hat eine europäische Sicherheitspolitik und mehr deutsche Führungsbereitschaft angemahnt. Wenn man nicht gemeinsam europäisch ticke, werde man auch diesen Kontinent nicht wirklich schützen können, sagte sie auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin. Dort ging es heute auch um die Kursbestimmung der FDP. Generalsekretär Gilsaray forderte eine Fitnesskur für den Standort Deutschland. Es brauche eine Agenda des Aufbruchs. Die Delegierten verabschiedeten dazu auch einen Leitantrag des Bundesvorstands. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag das Luftsicherheitspersonal am Hauptstadtflughafen BER zu einem Warnstreik aufgerufen. Es werde an diesem Tag keine Starts von Passagierflügen geben, teilte der Flughafenbetreiber mit. Auch Ankünfte können betroffen sein. Die Gewerkschaft fordert unter anderem höhere Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit. Auf dem Königsstuhl stehen, auf Kreidefelsen und Ostsee schauen. Dafür reisen Touristen seit Jahrhunderten nach Rügen. Auch wenn man in der Hochsaison Schlange stehen musste, zack, schnell ein Foto und der nächste bitte. Was dann die Caspar-David-Friedrich-mäßige Romantik etwas einschränkt. Aber der Ausblick ist halt auch wirklich toll. Und soll nun noch spektakulärer werden, dank des neuen Skywalks, der über den Kreidefelsen führt. Heute war Eröffnung des neuen Königswegs. Bernd Mosebach war dabei.
Die schroffen Felsformationen erheben sich spektakulär an der Ostküste der Insel. Das mächtige Nadelöhr aus Stahl schiebt sich über die Abbruchkante, aufgehängt mit Stahlseilen an einem Mast. Der Skywalk. 10 Jahre Planung, 2 Jahre Bauzeit, 11,3 Millionen Euro teuer. Jahrhundertelang war der höchste Kreidefelsen Deutschlands begehbar. Damit ist jetzt Schluss. Der Grund: Erosion. Der Kalkstein bröckelt, die Steilküste zieht sich zurück, jedes Jahr ein paar Zentimeter. Ingenieur Axel Winkel hat den Bau überwacht. Und wir stehen hier genau in dem Problembereich, auch warum diese Plattform eigentlich auch erforderlich wurde. Ganz genau hier ist eigentlich die größte Erosion des Kreidefelsens hier vorhanden. Und diese Treppenbereiche wurden immer schmaler. Im letzten September wurde der Königsstuhl gesperrt, Betreten verboten für immer. Um ihm dennoch nahe zu kommen, nun diese Lösung, ein schwebender Rundweg, 185 Meter lang. Architektur und Natur, eng beieinander und doch auf Distanz. Im Sommer 2021 beginnen die Bauarbeiten auf sensiblem Terrain. Im sicheren Abstand zum bröckelnden Königsstuhl werden im massiven Gestein Profile 50 Meter tief verankert, ein Stahlturm errichtet, daran die Plattform aufgehängt und in Position gebracht. Marc Ehlers ist Chef des Nationalparkzentrums, Betreiber der Anlage. Mehrfach kam es zu Verzögerungen beim Bau, alles wurde viel teurer. Doch am Ende ist für ihn der Skywalk ein großer Wurf. Es ist schon ein beeindruckendes Bauwerk, aber auch anmutig und doch sehr zurückhaltend dafür, dass es eben solche Dimensionen hat. Ich meine, wir tragen hier 90 Meter aus, der Mast ist über 40 Meter hoch und trotzdem überragt er die umgebenden Buchen nur minimal. Also viel zurückhaltender kann man ein Bauwerk dieser Dimension hier nicht einfügen. Der Königsstuhl liegt mitten im Nationalpark Jasmund. Die Naturschützer können mit dem Projekt leben. Wir konzentrieren die Besucher hier, denn versuchen sie nicht selbstständig irgendwo an die Küste zu kommen, wo es vielleicht richtig gefährlich ist. Und diese Philosophie geht seit vielen Jahren auf und wir müssen diesen Punkt auch erlebbar halten. Und deswegen dieses Bauwerk. Die Eröffnung heute war zugleich der erste Test. Besucher kamen reichlich. Der Skywalk könnte ein Erfolg werden. Es war so erst so, naja, mal gucken, ich lasse mich überraschen. Aber es ist wirklich sehr imposant und es ist schön, wie sich das einfach wirklich in die Natur mit einfügt. Wunderbarer Ausblick, eine wunderbare Konstruktion. Es wackelt so ein bisschen, aber man fühlt sich trotzdem sicher. Die Konstrukteure versichern, so wie sie ihren Skywalk am Königsstuhl gebaut haben, hält er 100 Jahre mindestens. Die Lottozahlen dieses Samstags, sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 13, 21, 26, 34, 41, 48. Superzahl 7. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten. Morgen gibt es im Nordwesten zunächst viel Sonnenschein, später ziehen Schauer auf. An den Alpen und im Osten sind auch Gewitter dabei. Die Temperatur erreicht 15 bis 20 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es überwiegend nass. Dazu gehen die Temperaturen wieder spürbar zurück, maximal 6 bis 17 Grad. Das war's von uns. Gleich geht's mit dem aktuellen Sportstudio weiter. Und danach, so gegen 1 Uhr, gibt es dann die nächste Heute Express. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.